klingt alles so eigenartig. Fast als ob man dir vertrauen könnte und doch nicht aufrichtig. Aber du hast von mehr Menschen gesprochen, deren Leben Galaxia beeinflusst hat. Es muss noch mehr Aspekte an dieser Geschichte geben. Weise beobachtet. Diese 5 sind nämlich die einzigen, die von der Galaxia beeinflusst wurden. Also sie weiter zu. Eure Lektionen sind ja schön und gut, aber müssen es immer diese Visionen sein? Könnt ihr mit den Einfachen erzählen? Nein. Ich fürchte, das steht so nicht in den Regeln. Regeln? Ja, Regeln. Es ist ja nicht so, dass jeder dahergelaufene Kami einfach machen kann, was er will. Warte, sie selbst. Ja. Seite 3751. Das da, ja. Übernatürliches Entitäten-Entsendegesetz, Artikel 38, Absatz 3555. Übernatürliche Entität, Medium, Avatar, sonstige Personen oder Artefakte, die zu entsprechenden Handlungen fähig wären, dürfen Warnungsbotschaften, Drohungen und/oder Witze in keinem Fall in klarer, verständlicher Sprache, Schriftzeichen und Telepathie und/oder sonstige Formen der Kommunikation für empfangene Sterblichen vorbringen. Oh Mann, hast zumindest erklärt, warum Sailor Pluto häufig auch nichts Brauchbares von sich gibt. Kannst du nicht einmal eine Ausnahme? Nein, du machst dir kein Bild, was ich für einen Ärger mit dem Amt für kosmische Balance kriegen will. Amt für kosmische Balance. Ja, wenn ich dir jetzt haarklein erzähle, was passieren wird, dann kann das die Gegenseite mit ihren Leuten genauso machen. Und dann wissen die, dass ihr wisst, dass sie jetzt kommen, und dann kommen sie nicht, oder sie kommen woanders oder anders oder auf andere Art und Weise. Und dann müsst ihr wieder zu dir kommen und ihnen sagen, dass sie jetzt wissen, dass sie jetzt kommen und deswegen auf andere Art und Weise kommen. Und du siehst, dass das schon durcheinander ist. Ja, aber das heißt, unsere Gegenseite wird auch vorgewarnt. So, aber mach dir keine Sorgen, wenn ich bedenke, was es schon für eine Mühe ist, in deinen Dickschädel etwas reinzuprügeln. Der durchschnittliche Fürst der Finsternis hat in der Zwischenzeit 5-mal den Überbringer geköpft. Ich verstehe. Das heißt also, mehr Visionen. Ich fürchte ja. Aber es gibt einen kleinen praktischen Weg um dieses Erzählverbot herum. Und wie geht das? Nun, ich darf dir Vergangenes zeigen, gegenwärtiges, zukünftiges, mögliche Zukunft, solange ich um Gottes Willen nichts klar Verständliches sage. Aber ich werde dir nun eine Zukunft zeigen, in der dir eine gewisse Person alles erzählen würde, was du wissen musst, wenn es denn jemals dazu kommen sollte. Es steht nicht in den Regeln, wie wahrscheinlich diese Zukunft sein muss. Und wer soll das sein? Diejenige, die unsere musikalischen Freunde suchen. Die Prinzessin der Freelance. Genau. Enjoy the show. Möchte ich wissen, was ihr darüber denkt.
wenn ihr nach Kimoko zurückkehrt. Was sagst du da? Die Erde wird vielleicht zerstört. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Den Schutz des gesamten Universums. Du musst das nicht alleine auf dich nehmen. Sie ist nicht allein. Wir sind allein. Ein Augenblick lang erstrahlte der Glanz des zukünftigen Herrscherpaares dieses Planeten und verbreitete sich im gesamten Universum. Das war eine Nachricht der Stärke, der Reinheit und der Kraft, die nie zuvor jemand gekannt hat. Und daher wollte ich dich kennenlernen, die Prinzessin, die den Silberkristall hütet. Sie hat den Silberkristall! Ausgerechnet dieses Mädchen. Ihr könnt es nicht glauben. Es ist wahr. Also, ich glaube es. Ich glaube es. Chibi. Du hast mir geholfen und mich hierher gebracht. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Hab vielen Dank. Gern geschehen. Chibi. Wer bist du denn eigentlich? Ein Spion. Ich möchte mich nun endlich richtig vorstellen. Mein Name ist Kaki. Prinzessin Kaki vom Red Service Königreich auf dem Planeten Kimoko. Bitte entschuldige die Unhöflichkeit meiner 3 Kriegerinnen. Sie sind diejenigen, die meinen Planeten beschützen. Ich bin Unhöflichkeiten gewohnt, also. Was euch betrifft, hört zu. Sie ist die Einzige, die diese Galaxie retten kann. Aber Prinzessin, Wisst ihr denn nicht, warum ich hierher gekommen bin? Ja, Weil sie hier ist. ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin wollen würde, dass unsere Freunde im Stich lassen. welche Freunde? Meinst du die sich gegenseitig beschuldigen? Ich würde mich darauf vorbereiten, dass am Ende keine deiner Freundinnen mehr an deiner Seite stehen wird. Wenn Galaxia auftaucht, wird sie alle gegeneinander aufhetzen, sodass am Schluss jeder gegen jeden kämpft. Das würden sie niemals tun. Hört auf, wie das zu erzählen. Es muss nicht genauso enden wie auf Kimoko und den anderen Planeten. Sei nicht albern! Was ist auf Kimoko passiert, Seiya? Kimoko, ein wunderschöner und friedliebender Planet. Es gab keinen Krieg. Keine Angst. Kein Misstrauen. Bis Galaxia auftauchte. Sie kam aus dem Nichts und griff uns an. Unsere Prinzessin konnte uns beschützen. Jedoch wurde unser Planet völlig zerstört. Sie floh und Galaxia folgte ihr. Aber was zurückblieb, war ein toter Stern. Es tut mir sehr leid. Wir beschlossen, ihr zu folgen. Auf unserer Suche sahen wir viele Planeten, die von Galaxia zerstört wurden. Die Erde wäre nicht der erste Ort, an dem wir einen noch schlimmeren Albtraum erleben. Sie sind meine Freunde. Und Freunde streiten sich nun manchmal. Aber wir haben immer gemeinsam gekämpft. Diese Galaxie. Wer ist sie? Sie ist eine Kriegerin, die auf einem abgeschiedenen Planeten geboren wurde. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber sie fing an, die Planeten dieser Galaxie anzugreifen und gründete ein neues Reich für ihre Schreckensherrschaft. Shadow Galactica. Was ist mit den Sailor Senshi der anderen Planeten? Ihre Sternkristalle wurden gestohlen und ihre Körper zerstört. Diejenigen, die euch attackieren, sind keine wahren Sailor-Kriegerinnen. Sie sind nur Marionetten, kontrolliert durch Galaxias Armreihe. Deswegen sind sie so verzweifelt. Aber all die Angriffe auf diese Planeten waren für sie nur ein Test für ihre Angriffe hier auf diesem Sonnensystem. Galaxias eigentliches Ziel bist du. Weil du die Kriegerin mit dem wärmsten Licht der Galaxie bist. Dem Silberkristall. Was war das? Das ist ihre Kriegserklärung an dich und mich. Wir müssen uns beeilen, das Licht der Hoffnung zu finden. Sonst ist alles verloren. Alles verloren? Eindeutig könnte man meinen. Aber so einfach sind solche Geschichten nie. Es steckt noch sehr viel mehr dahinter. Vor langer Zeit, als das Universum stand, ein Zentrum, den Galaxikorde, die Sterne geboren. Aber auf der Ursprung des Bösen, das Chaos entstand dort. Chaos schnitt die Sterne in ein Meer der Finsternis und Unordnung. Die Sailor-Kriege, die diese Sterne beschützen, wankten sich gegeneinander, einer nach der anderen fiel. Als das Universum von der Dunkelheit verschlungen zu werden, stellte sich die stärkste aller Sailor-Kriege dem Chaos zu einem letzten epischen Kampf. Jedoch, egal wie oft wir kämpfen, Chaos blieb unbesiegbar. Es war ein langer und schmerzhafter Kampf. Schließlich aber konnte ich das Chaos in meinem eigenen Körper versiegeln. Ich konnte nicht mehr